Ist eine starke Währung etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Ich würde sagen, sie ist etwas sehr Gutes. Und warum das so ist, das wollen wir uns heute mal anhand der stärksten Währung der Welt, nämlich dem Schweizer Franken, anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Schweizer Franken ist ja nur ein guter Grund, warum so viele Deutsche in die Schweiz umziehen jedes Jahr. Es sind über 20.000. Andere Gründe sind, dass die Schweiz außerhalb der EU ist, dass sie noch so ziemlich neutral ist, dass sie eine starke Wirtschaft ist, dass die Züge dort pünktlich sind, dass die Dinge dort noch funktionieren. Wenn auch du dich dafür interessierst, in die Schweiz auszuwandern, dann gibt es einige Hürden hier, die man meistern muss. Von der steuerlichen Situation in Deutschland, zum Beispiel die Wegzugsteuer, zum Beispiel die erweitert beschränkte Steuerpflicht, zum Beispiel die Entstrickungsbesteuerung, zum Beispiel die überdachende Besteuerung. Ich bin schon ganz außer Atem. Und dann natürlich auch so Dinge wie Unternehmensgründung in der Schweiz. Was ist der beste Kanton? Was muss ich hinsichtlich der Aufenthaltsbewilligung wissen? Etc. pp. All diese Fragen werden wir auf unserem Seminar Auswandern in die Schweiz erklären, diskutieren und dir erläutern. Ich werde da sein, ich werde dieses Seminar geben. Neben mir sind auch noch ein paar Kollegen aus der Schweiz dabei. Es ist also ein hochinformatives Seminar, 2 Tage lang in Zürich. Termine und alle weiteren Details auf unserer Webseite. Den Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Aber nun zurück zu unserem eigentlichen Thema. Es ist ja heute schon fast provokativ, hier zu behaupten, dass eine starke Währung gut für ein Land sei. Schauen wir uns nur mal an, welche Mühen hier sich die großen Volkswirtschaften geben. Allen voran natürlich China, die ihre Währung hier laufend manipulieren, aber auch die USA, aber auch die Europäische Union, um ihre Währung nicht zu stark steigen zu lassen. Es ist geradezu ein Mantra, dass eine starke Währung etwas Schlechtes ist. Dies insbesondere in Zeiten der Zollkriege, wo niemand eine Währung haben möchte, die zu stark ist. Kulturell und philosophisch geht das eigentlich den Deutschen ja komplett gegen den Strich, denn auch die D-Mark war ja eine sehr starke Währung. Das kann man übrigens auch am historischen Wechselkurs zwischen D-Mark und Schweizer Franken sehen. Die war so ungefähr immer 1:1. Dann wurde der Schweizer Franken etwas mehr wert, aber nicht sehr viel mehr, also vielleicht eine D-Mark 20. Und mittlerweile, 25 Jahre nach Einführung des Euro, hat sich der Wert des Schweizer Franken gegenüber der ehemaligen D-Mark verdoppelt. Das musst du dir einmal vorstellen. Also das heißt, was der Euro eigentlich für die D-Mark bedeutet hat, ist eine ganz brutale Abwertung der D-Mark. Zugegebenerweise hat Deutschland davon profitiert, denn auf einmal konnte man natürlich bei viel höherer Produktivität auch dann mit den sonst viel günstigeren Konkurrenten in Südeuropa wetthalten. Man kann ja sagen, dass Deutschland profitiert hat von der starken Abwertung der D-Mark im Rahmen der Euro-Einführung. Aber wir sehen, dass diese Entwicklung nicht sehr nachhaltig war, denn mittlerweile befindet sich Deutschland in der längsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, 3 Jahre lang kein Wachstum. Viele Industrieunternehmen haben hier geschlossen oder sind ins Ausland verlegt worden. Die Zukunft für den Standort Deutschland sieht nicht besonders rosig aus. Ganz anders die Schweiz. Seit der Einführung des Euro hat der Schweizer Franken hier um fast 50% an Wert zugelegt. Das heißt, hättest du zum damaligen Zeitpunkt hier 100.000 Euro in Schweizer Franken investiert, hättest du heute den Gegenwert von ungefähr 150.000 Schweizer Franken. Gleichzeitig aber hat die Schweiz gezeigt, dass man auch eine sehr teure Währung haben kann und trotzdem hier auf dem Weltmarkt mit seinen Produkten mit konkurrieren kann. Allen Unkenrufen zum Trotz und all dem gegenteiligen Gerede, was man ja oft sonst so hört, dass man hier an teuren Standorten nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren könnte. So hat die Schweiz seit 50 Jahren nicht nur die stärkste Währung der Welt. Mittlerweile werden noch 18% des Bruttoinlandsproduktes in der Industrieproduktion, in der Herstellung erwirtschaftet. Das ist einer der führenden Werte bei Industrienationen. Mehr als die Hälfte der Exporte sind Hightech, ein viel größerer Anteil als zum Beispiel bei den USA. Die Schweiz produziert mehr als $100 an Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde. Auch hier ein Rekordwert unter Industrienationen. Die Schweizer Wirtschaft ist damit produktiver als alle anderen der 20 führenden Industrieländer. Dazu trägt natürlich auch die weit gestreute Produktpalette bei, von Schokolade über Pharmaprodukte bis zu Industrieprodukten. Alles ist hier
in der Schweiz vorhanden. Die Wirtschaft ist sehr diversifiziert. Es gibt eine lange Tradition des Unternehmertums. Die Politik ist dezentralisiert. Es gibt hier keine große zentrale politische Macht in der Schweiz. Die Steuern sind relativ günstig. All das hilft hier zum Wirtschaftsstandort Schweiz beizutragen. Regelmäßig führt die Schweiz hier Rankings an, wenn es um die innovativsten Länder geht. Auch eine Integration hier mit den Universitäten und den anderen Bildungseinrichtungen in der Schweiz ist international führend und vorbildlich. Der starke Schweizer Franken zwingt die Schweizer Unternehmen dazu, innovativ zu sein, dass sie trotz der hohen Kosten effizient produzieren können, dass sie sich natürlich auf Produkte konzentrieren, die auch tatsächlich hier profitabel dann in der Schweiz hergestellt werden können. Hier ist also die starke Währung ein Ansporn, sozusagen immer besser zu werden, die internen Abläufe immer weiter zu optimieren und sich hier auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Gewinne werden in der Schweiz investiert, auch international. Auch das zum Beispiel ja ein wichtiger Unterschied zu den USA und anderen wichtigen Industrienationen. Das kommt natürlich ganz besonders auf die USA zu, mit den hohen Defiziten in der Handelsbilanz. Und dabei hat es die Schweiz geschafft, hier in einem Balanceakt nicht der Europäischen Union beizutreten, aber sich natürlich dennoch hier in gewisser Weise zu integrieren. Hier gibt es bilaterale Verträge mit der EU. Tatsächlich ist die EU aber natürlich nicht glücklich darüber und will jetzt hier die Schweiz immer weiter in ihr System hineinziehen. Negativ eigentlich für die Schweiz, denn die Schweiz hat dann nicht viel zu sagen, aber sie ist natürlich in gewisser Weise hier auf die EU angewiesen als ihren größten Handelspartner. Das einzige Negative an der Schweiz ist möglicherweise die hohe private Verschuldung. Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist natürlich hier traditionell in der Schweiz gering. Also an der Erfolgsgeschichte Schweiz können wir sehen, dass eine starke Währung nichts Schlechtes ist. Deutschland sollte sich vielleicht hier fragen, welchen Weg man eingeschlagen hat hier mit der Einführung des Euro, mit der Abwertung der D-Mark. War das wirklich das Richtige? Und jetzt ist man hier zum Zahlmeister der EU geworden. War das wirklich das Richtige? Wäre es nicht besser für Deutschland gewesen, hier den gleichen Weg weiterzugehen, den man davor gegangen ist, der ja sehr ähnlich mit dem war, den die Schweiz heute immer noch beschreitet und auch seit der Einführung des Euro erfolgreich beschritten hat. Das ist einer der Gründe natürlich, warum so viele Deutsche auch in die Schweiz umziehen, denn sie spüren instinktiv, dass sich Deutschland nicht in die richtige Richtung entwickelt. Die EU ja sowieso nicht. Und sie wollen im Grunde genommen in ein Land gehen, das, ich sage mal, die alten Werte, die alten fiskalischen Werte vertritt, wie sie Deutschland hier vertreten hat vor der Einführung des Euro. Und da ist natürlich die Schweiz ein interessantes Land. Man muss natürlich ganz klar sagen, auch in der Schweiz ist nicht alles rosig. Man muss ganz klar sagen, dass es hier auch ziemlich große Risiken gibt, dass sich das Ganze ändert. Denn die jungen Leute heutzutage in der Schweiz sehen das Ganze natürlich vielfach ganz anders. Die jungen Leute sind vielfach sehr EU-freundlich. Sie verstehen hier diese Sonderrolle der Schweiz nicht und warum gerade diese Sonderrolle hier den Erfolg der Schweiz letztlich bedingt und auch verursacht. Und wenn man hier an diesem fein abgestimmten System etwas ändern würde und nun zum Beispiel der EU beitreten würde oder die Steuern stark erhöhen würde wie in anderen Ländern, solche Diskussionen gibt es ja immer, dann wäre letztlich, vermute ich, das Schicksal der Schweiz besiegelt. Sie würde sich dann hier entgegengesetzt der positiven Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte entwickeln. Das heißt, auch da ist eine Wachsamkeit notwendig. Auch hier müssen die Schweizer sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden und auch bewusst bleiben. Und dann können wir nur darauf hoffen, dass diese Werte dort länger überleben, als sie es in Deutschland getan haben. Denn Deutschland als Bundesrepublik mit der D-Mark und wirtschaftlich tatsächlich unabhängig bestand ja letztlich nur wenige Jahrzehnte. Dann ist Deutschland in der EU aufgegangen, beziehungsweise die D-Mark ist im Euro aufgegangen, mit den Konsequenzen, die wir jetzt sehen und möglicherweise noch viel schlimmeren Konsequenzen in der Zukunft. Man muss sehen, was die Geschichte bringt. Keiner kann es natürlich hier wissen, was die Zukunft bringt. Daher, die Schweiz ist und bleibt interessant für deutsche Auswanderer. Wie lange das noch so bleibt, kann keiner sagen. Es gibt Stimmen, die sagen, die Schweiz ist Deutschland 10 Jahre hinterher. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass die Schweiz hier noch weiter ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit bewahrt und das Bewusstsein dafür, dass eine starke Währung etwas Gutes ist, das Bewusstsein
dafür, was die Schweizer Werte sind, nämlich Unternehmertum, Freiheit, niedrige Steuern, wenig Regularien und dass der Weg, den Deutschland hier gegangen ist, wenigstens wirtschaftlich, letztlich ins Verderben führen wird. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Hoffen wir, dass die Schweiz dem noch relativ lange widerstehen kann. Wenn auch du deine Zukunft in der Schweiz siehst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich habe selbst früher in der Schweiz gelebt, im wunderschönen Freienbach am Zürichsee, Kanton Schwyz. Wir helfen seit langem Mandanten in die Schweiz umzuziehen und natürlich auch in andere Länder, haben dort hervorragende Kontakte auch zu Rechtsanwälten, Steuerberatern und anderen Experten, die dich dann mit uns gemeinsam bei diesem spannenden Vorhaben unterstützen können. Und natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, da gibt es zunächst mal für viele Deutsche und auch Österreicher einige steuerliche Hürden im Heimatland zu nehmen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.